Die K.O.-Phase findet auf jeden Fall mit uns statt. Fragt sich nur in welchem Wettbewerb. Entweder Europa League oder in der Champions League. Das entscheidet sich heute hier gegen Inter. Wir haben 12 Punkte. Inter und Man City haben beide 9. Die liefern sich also ein Fernduell. Sollten wir dann alle 12 Punkte haben, dann kommt es, glaube ich, auf den direkten Vergleich an. Dann dürfen wir, glaube ich, nur mit weniger als 2 Toren Unterschied hier verlieren. Aber ich hoffe, dass wir überhaupt nicht verlieren. Ja, Aufstellung habe ich ein bisschen verändert. Wie schon angekündigt, habe ich Mamouche vorne rein. Dazu Ansgar Knauf auf die linke Seite. Nkunku und Tuta spielen auch wieder. Also da der guten Qualität auf der Bank auch geschuldet. Und sei Dank, dass wir das hier machen können. Es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel, ja, als bei Inter, weil da hätten wir jetzt schon 1-0 zurückgelegen. Das war mit unser schlechtestes Spiel. Da haben wir wirklich von Anfang an nicht gut gespielt, haben aber dann noch 3-1 gewonnen, warum auch immer. Versteht bis heutzutage auch niemand. Aber gut, nun ist es so. Und jetzt hoffe ich, dass wir heute hier ein besseres Spiel zeigen. Und ein 0-0 wird ja auch schon reichen. Also wir müssen ja nicht unbedingt gewinnen, aber ihr wisst, ich spiele nicht auf Remis. Ich stelle mich nicht hinten rein. Ich versuche immer nach vorne zu spielen, auch wenn es schon entschieden ist. Ich versuche hier immer zu gewinnen. Und wenn das hier Inter macht, wenn sie uns angreifen, dann haben wir ja die Lücken. Oh, Mamouche ist ganz frei. Jawohl, das ist die erste Chance. Und Sommer mit den ersten beiden Paraden. Aber so kann es gehen. Das hat halt im Hinspiel aufgrund der Formation nicht so gut funktioniert. Ja, Inter spielt auch heute wieder mit einer Dreierkette. 3-5-2 bin ich der Meinung. Und hinten dann eine Fünfer-Formation. Aber ihr seht, die Lücken sind da. Und das geht ganz einfach. Hier Haraldsson. Mamouche, oh, ist das schön gespielt! Und wir gehen 1-0 in Führung und Man City gleichzeitig auch. Das heißt, Stand jetzt ist Inter in der Euroleague. Und wir sind Gruppensieger. Was für ein schön rausgespieltes Tor hier. Kalajdzic mit allem, was er hat. An Sommer vorbei. Ganz, ganz wichtig. Frühes Tor, wie gesagt. Oben zeitgleich war das Ergebnis eingeblendet von Manchester City. Und jetzt wäre auch im Falle einer Niederlage mit, weiß nicht, 1-2, wären wir, glaube ich, trotzdem weiter, weil es zählt ja der direkte Vergleich. Und da wir ja 3-1 bei Inter gewonnen haben, würde sich das also rentieren. Wir haben noch ganz viel zu spielen, wir haben noch ganz viel Zeit. Und Inter hat auch noch ganz viel Zeit, um hier mindestens mal 2 Tore zu schießen. Wie schnell das gehen kann, haben wir gegen Freiburg und Augsburg gesehen. Ja, und auch fast im letzten Spiel gegen Hannover. Der Doppelschlag. Deswegen trotzdem vorsichtig hier. Hinten rausspielen. Genau so. Und jetzt langer Ball, langer Hafer auf Haraldsson. Das ist kein Abseits. Das ist ein schöner Ball in die Tiefe. Haraldsson mit der Chance. Schade. Aber es ist gut, wir haben die Chancen, die Bälle hier in die Tiefe auf unsere schnellen Außen, dann nimmt er den leider ein bisschen komisch. Und dann haben wir uns dann doch, wenn es wirklich alles so bleiben sollte, mit 15 Punkten souverän in dieser Gruppe durchgesetzt. Das sah ja dann zwischenzeitlich nach dem Spiel gegen Man City und auch der Spielweise geschuldet bei Inter nicht so gut aus. Aber es hat sich doch dank der Formationsumstellung zum Guten geändert. Ich bin gespannt, wie weit es dann geht. Jetzt kommt Inter erstmal über Thuram, Di Marco. Gut gestellt, aber irgendwann müssen wir dann halt drauf gehen, weil irgendwann ist halt auch die Bahn frei. Abgefälscht, nächster Eckball für Inter. Achtung, Ball kommt rein, flutscht hier durch. Ansgar Knauf leitet den nächsten Angriff ein. Ich bin weggeschlagen, Ugarte. Ist aber erstmal alleine. Haraldsson wieder unten. Kalajdzic. Schön gespielt. Traumhaft. Wie eine Spitzenmannschaft. Der sollte eigentlich auf Mamouche. Aber Nkunku kriegt den. Komm, lass dir Zeit. Flanken. Und da hinten kommt Haraldsson. Das ist hier die neue Eintracht. Ganz zielstrebig, egal gegen welchen Gegner nach vorne und dann Haraldsson knapp vorbei. Schade, dass auch wieder der Schatten am Pfosten zu sehen. Die Knie sind schon schmutzig. Genau so muss das sein, wenn wir ins Achtelfinale wollen. Ja, eine schöne Sache. Wir bleiben weiter dran. Eine halbe Stunde hier gespielt. Von Inter kommt natürlich auch was. Die stellen sich jetzt auch nicht nur hinten rein. Wäre ja auch ein völlig verkehrtes Zeichen, aber
Die müssen, wir nicht. Wir führen mit 1-0, das ist sehr gut. Kommt uns sehr entgegen, aber noch haben wir hier nichts erreicht. Thuram, Di Marco, schnell gespielt. Achtung, Lautaro Martinez gegen Pacho, gegen 2. Oh, ist aber schnell gespielt. Und da ist es passiert. Der Ausgleich für Inter. Da 10 Minuten vor der Pause. Jetzt hat Inter auch mal hier schnell gespielt. Ein Doppelpass. Aus Spitzenwinkel, keine Chance ins Torwart-Eck. Auch da für Riste gibt es nichts zu halten. Und das ist es halt, ne? Das ist dann halt auch die Qualität von Inter. Es bleibt also nach wie vor sehr heikel. Aber wir lassen uns davon gar nicht unterkriegen. Wir sind bislang die bessere Mannschaft. Vielleicht wäre so ein zweites Ding vor der Pause gar nicht so verkehrt zum richtigen Zeitpunkt, weil Inter wird jetzt natürlich Druck machen. Die werden pressen, die werden spätestens in Halbzeit 2 alles in eine Waagschale werfen, weil sie müssen. Wir müssen nicht unbedingt. Haraldsson spielt mit denen hier Katz und Maus. Ugarte kriegt den Ball nicht auf Mamouche. Schade. Und jetzt aufgepasst. Di Marco. Spielt von hinten raus. Pavard hinten rum. 2 Minuten. Das sieht alles sehr, sehr sicher hier aus. Also das, was wir können, das kann Inter natürlich auch. Ballverluste und dann schnell umschalten. Jetzt haben wir wieder 3-4 Mann vorne. Mamouche, viel Platz. Da kommt Knauf. Kalajdzic winkt. Knauf kriegt den Ball. Oh, nee, in den Rücken. Aber dann darf ein Nkunku nochmal. Alleine aus Spitzenwinkel. Warum nicht? Gibt den Eckball. Die gehen auf jeden Fall mindestens mal mit einem Unentschieden hier in die Pause. Außer uns fällt jetzt noch was ein nach der Ecke. Miretti. Da kommt Haraldsson nochmal. Kalajdzic. Miretti kriegt nochmal die Chance. Aber da ist keiner. Nee. Da steht leider keiner und somit bleibt es beim 1:1 erstmal. Stand jetzt sind wir also mit Manchester City durch. Inter spielt in der Euroleague, Zagreb war eh schon ausgeschieden. Aber ihr seht, das kann noch ganz, ganz böse enden. Ja, das ist auch eigentlich eher ein ausgeglichenes Spiel. Also das 1:1 geht in Ordnung. Wir haben zwar ein paar Schüsse mehr, aber Inter, die sind auch halt sehr, sehr ballsicher. Jetzt halt die Frage, ob wir auch zwischenzeitlich mal wieder umstellen. Oder mal hier das 4-3-2-1 benutzen. Die Formation, die mag ich ja auch sehr, sehr gerne, weil halt diese beiden Spielerpositionen, die beiden Mittelstürmer, sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger und die Außenverteidiger schleichen und dann halt auch da durchgehen und die Laufwege dann halt auch machen. Aber wir lassen es jetzt erst noch mal hierbei. Ich finde, das funktioniert so wie gegen Hannover eigentlich gut. Wir stehen zwar auch teilweise hinten ein bisschen offener, aber das nehme ich gerne in Kauf, sofern wir vorne immer 2-3 Mann mehr sind. Und hinter kommt mit Wucht und Lautaro Martinez. Nächste Chance, aufgepasst. Knauf. Oh, nicht draufstürzen. Was machst du jetzt wieder? 3 Mann können ihn nicht stoppen. Reste ist da zum zweiten. Jawohl, ganz wichtig. Der zweite vor allem. Der war ganz wichtig. Aber da kommst du dann halt auch wieder in Bredouille, ne? Ich will nicht grätschen oder in die Zweikämpfe reingehen, weil dann gibt es Elfmeter. Aber du kannst ja auch nicht einfach alleine da stehen lassen im Strafraum. Nächste Chance, Haraldsson. Guardiolo gegen Di Marco. Ne, da war er ein bisschen aggressiver und jetzt aufgepasst. Jetzt stehen wir wieder offen. Deswegen muss die Verteidigung stehen, das Mittelfeld weitestgehend. Achtung, Pacho fehlt jetzt innen. Correa und Nkunku, da kommt er nicht ran. Pacho im Strafraum. Achtung. Jetzt wird es wieder ganz heikel. Das ist das, was ich gemeint habe. Diese Situation, wenn wir die irgendwie geklärt kriegen, dann haben wir auch vorne wieder Platz hier. Kalajdzic hat jetzt die freie Auswahl. Ugarte ganz unten. Auf Nkunku. Kalajdzic muss eigentlich in die Mitte rein. Aber dann kriegt er den Ball hier. Und da ist Mamouche. Gegen Sommer. Ein schönes Spielchen. Ja, gefällt mir. Geht hin und her. Es geht um viel. Anspannung ist auch noch ein bisschen da, weil wir halt noch nicht 100% durch sind. Also mit dem 1:1 wären wir es ja, aber von daher lass uns lieber nochmal ein zweites selber schießen. Denn Inter ist immer gefährlich. Hier vorne Thuram, Martinez, Correa, die haben heute richtig Lust. Auch Di Marco, ey, auf der linken Seite. Der macht das immer wieder richtig gut. Ja, auch ab und an müssen wir mal warten. Das Spiel verzögern. Ja, ihr seht, Inter, die stehen so hoch.
Mit 3, 4 Mann schon teilweise auf Höhe der Mittellinie. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir das hier überspielt bekommen, das ist ja teilweise blindes Anlaufen hier. Haraldsson ganz unten auf Knauf vielleicht nochmal. Jetzt Knauft mit dem Kopfball. Und mit dem Tor. In Richtung Achtelfinale. Diesmal klappt's. Was für eine schöne Flanke. Und Ansgar Knauf mit dem Kopf ist ja nicht seine Paradedisziplin, aber setzt sich dadurch an Sommer vorbei. Gegen Benjamin Pavard, wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Aber er kommt halt, ne, mit Geschwindigkeit von hinten. Keine Chance. Schöner Kopfball. Was da jetzt los wäre im Stadion, da würdest du die ankommenden Flieger am Flughafen, der nicht weit weg ist vom Stadion, gar nicht hören. So laut wäre das jetzt. Aber auch das ist noch nicht das sichere Weiterkommen. Es ist eine Führung, es ist die richtige Richtung, aber wir sind noch nicht ganz durch. Mamouche. Nächster Angriff muss jetzt warten. Kalajdzic kommt in Position. Traumhaft! Das ist ja herrlich! Doppelschlag. Wunderbar. Im Stile einer Spitzenmannschaft hier den Deckel innerhalb von 2-3 Minuten hier drauf gemacht. Und auch das ein richtig, richtig schöner Angriff. Hier Mamouche muss warten, sieht man gar nicht. Und dann Kalajdzic, hoffe ich, sieht man rechtzeitig. Schöner Flugkopfball, ey. Robin van Persie wäre stolz. Ins lange Eck, ey. Keine Chance, Sommer da nichts zu machen. Da kann er sich noch so spektakulär hinschmeißen. Das reicht für Inter nur für die Euroleague. Also innerhalb von 4-5 Minuten machen wir hier dem Ganzen vielleicht den Deckel drauf. Es müsste jetzt schon sehr viel mit dem Teufel zugehen, wenn wir das hier nicht hinbekommen. Jetzt werde ich mal aufs 4-3-2-1 stellen, um mal zu sehen, wie sich dann die Dreierkette verhält, beziehungsweise Fünferkette von Inter, wenn wir mit der Formation spielen. Aber, wie gesagt, Inter ist noch nicht geschlagen. Man City oben führt wieder. Stand auch zwischenzeitlich 1-1, aber gut, es geht halt um den Gruppensieg, ne? Wer darf zuerst auswärts spielen? Dann im Achtelfinale und wer muss halt zuerst zu Hause spielen. Aber ich sag mal, dank der Auswärtstorregel ist das ja auch vielleicht nicht mehr so entscheidend, aber für manche dann vielleicht doch. So, Ansgar Knauf, wir beruhigen das Ganze erstmal ein bisschen. Hintenrum über die Außen. Boah, da haben wir jetzt so viel Platz. Ein Kunku gegen Dumfries. Ein Doppelpass und weg ist er, genau. Wo ist Kalajdzic? Zweiter Pfosten ist er diesmal. Kommt er da ran? Nee, Sommer. Nach wie vor jetzt nicht hinten reinstellen, sondern immer weiter nach vorne spielen. Ja, wenn der Ball weg ist vom eigenen Tor, dann kann hinten auch logischerweise nichts passieren. Inter versucht es aber weiter hier. Bastoni, jetzt sind sogar schon die Innenverteidiger weit mit nach vorne aufgerückt. Und wieder das schnelle Umschalten. Vertikal in die Spitze. Super. Kalajdzic diesmal. Als Vorlagengeber. Für wen? Für sich selber. Für Knauf. Für Knauf. Und da ist Haraldsson. Ja, wenn wir mal richtig in Fahrt sind und den Drive haben, dann müssen wir uns vor niemandem verstecken. Ey. Vor Inter nicht, vor Bayern, vor Leverkusen, vor niemandem. Und wieder hier überfallartiger Angriff. 4, 5 Mann vorne. Aber Inter riskiert natürlich auch jetzt, ne? Die haben hinten alles offen. Kalajdzic! Dann darf sowas natürlich auch nicht fehlen. So ein Fallrückzieher-Tor. Nagalo nochmal für die letzten Minuten, weil wir haben dann auch wieder in der Liga ein wichtiges Spiel gegen Wolfsburg. Also wir haben so wichtige Aufgaben jetzt noch vor der Winterpause. Da tut das ganz gut, wenn man mit so einem Erfolg hier, ja, das Achtelfinale schon mal bucht. Ein bisschen mehr Geld dazu bekommen, weil ich möchte natürlich auch wegen der Verletzung von Ebimbe auf dem Transfermarkt nur mal gucken. Ich will jetzt niemanden aktiv holen, einfach mal gucken, was da so ist, wen man sich so leisten könnte. Ja, aber wenn die Mannschaft weiterhin so spielt und wir verletzungsfrei bleiben, dann müssen wir einfach niemanden mehr holen. Dann können wir vielleicht auch was in die Jugendabteilung ein bisschen investieren. Aber gut, die letzten Minuten laufen, das spielen wir jetzt hier hinten rum. Ganz souverän, Achtelfinale ist gebucht, zusammen mit Manchester City. Inter spielt in der Euroleague. Und gerade hier das letzte Spiel, das zeigt nochmal, dass wir auch in der K.O.-Runde
ziemlich weit kommen können. Barca unentschieden, Dortmund unentschieden, die Bayern auch nur unentschieden gegen Nicosia. Bei Dortmund war das ja ganz, ganz interessant und spannend. Die sind, glaube ich, weiter. Die mussten darauf hoffen, dass Saint-Gilloise nicht gewinnt. Haben sie jetzt natürlich nicht gemacht. Jetzt schauen wir einfach mal. 27,8 Millionen alleine dafür, dass wir die Gruppenphase überstehen. Also ihr seht, was das für Gelder gibt. Jetzt haben wir 13 Millionen. 469.000 Wochenbudget. Da können wir natürlich auch nochmal hin und her schieben, ne? Auch was das Gehalt betrifft. Aber das ist schon mal ein ordentlicher Batzen Geld. Mit dem können wir auf jeden Fall arbeiten. Sind viele interessante Leute hier auf dem Transfermarkt, die man sich auch so holen kann. Oder man guckt einfach nochmal, was so ja in der Jugend geht, ne? Was da so vom Jugendscout beobachtet wird. Jetzt haben wir noch Wolfsburg und Köln, Nationaltrainer auf Fährte Spanien. Ja, die guten Leistungen, die werden natürlich auch woanders gesehen. Aber da lehne ich ab. Vielleicht, wenn die Isländer nochmal kommen. Ich habe ja in FIFA 23 mit Island, glaube ich, oder 22, habe ich ja eine Karriere gemacht. Da wäre ich ja fast Europameister geworden. Hat leider nicht ganz so funktioniert. So, jetzt sehen wir hier auch die A11, B11. Schauen wir einfach mal, dass wir da wieder ein paar Sachen verändern. Diesmal ist die linke Seite dran. Ja, vor dem Interspiel war es eher so die rechte Seite, die ersetzt werden musste. Jetzt ist es Ugarde, Pacho und Mamouche. Tja, aber wenn ich mir jetzt hier nochmal angucke, ne, für wen braucht man denn wirklich Ersatz? Also ich meine, Innenverteidiger-Ersatz haben wir. Rechte Seite, linke Seite kann Ansgar Knauf spielen, Buta zur Not halt auch. Chaibi haben wir auch noch, ein Kunku, das klappt ja. Vorne haben wir Larsen. Ja, Amenda, viel Qualität, viel Talent auf der Bank, noch mit Larsson, Miller und mit Bouchard. Also es ist ein sehr, sehr, ja, homogener Kader, sehr ausgeglichen. Ja, auch auf allen Positionen, vielleicht irgendwann nochmal in der Innenverteidigung. William Pacho, Robin Koch, dass man da nochmal nachlegt, rechte Seite. Aber es läuft ja momentan. Warum soll ich jetzt irgendwas großartig verändern, nur weil ich Geld habe und nur weil ich dann eventuell auch nochmal zuschlagen könnte. Also Wolfsburg und Köln sind jetzt die letzten Spiele. Wir können mit einem Sieg, wie gesagt, auf Platz 4 hochkommen, weil Leipzig hat schon gespielt. Wir können auf 4 Punkte an Leverkusen ran. Gut, Dortmund ist jetzt erstmal auf Platz 1. Das gibt auch einen spannenden Meisterschaftskampf. Jetzt gucken wir nochmal in der Champions League vorbei. Ich habe das Achtelfinale noch nicht gesehen. Ich habe extra die Augen zugemacht. Ich will mich extra überraschen lassen. So, hier sind Atletico und Lazio weiter. Neapel und Benfica, Real und PSG, das war eh schon klar. Juve und Aston Villa war auch schon klar. Barca, Dortmund, Bayern und Chelsea. Also wir kriegen nur Kracher. Wir mit Man City. Unfassbar, ne? Wir haben nur die Heimniederlage gegen Man City. Sonst hätten wir einen Sechser hier gehabt. Ein Sechser im Lotto. Sehr, sehr starke Gruppenphase natürlich. Transferphase auch, aber Gruppenphase auch. Leipzig und Liverpool. Und jetzt kommen wir zu den Achtelfinalbegegnungen. Mal gucken. Oh, und wir kriegen es gleich mit PSG zu tun. Oh, weia. Herzlichen Glückwunsch. Aber gut, wir kriegen das hin. Aston Villa gegen Real, Lazio Bayern, Man City Barca auch schon interessant. Dann haben wir Dortmund gegen Neapel, Chelsea Leipzig, Benfica Juve und Liverpool Atletico. Also viele Spiele, wo es wirklich auf Augenhöhe zugeht. Ich meine, jetzt gibt es eh keinen Favoriten. Aber PSG ist natürlich, schon eine Hausnummer. Gucken wir einfach nochmal hin. So, Interesse halber würde mich mal, ja, es reizen zu sehen, wer bei PSG noch alles spielt. Also ob da noch Mbappé spielt, Dembélé und so weiter, oder ob sie die jetzt auch verkauft haben. Das könnte ja sein, ne? Jetzt muss ich mal die Liga hier finden. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Haben sie die nicht? Doch, hier. Jetzt gucken wir mal Paris. So. Gehen wir nochmal schnell hier den ganzen Kader durch. Okay. Weiterhin mit Donnarumma haben sie einen der besten Keeper hier im Spiel. Dann haben wir unter anderem Balde. Viel Talent. Barco habe ich ja aktuell in meiner Hertha-Karriere. In der anderen Karriere dann Cancelo. Juan Bernat, der wahrscheinlich schuld ist, wenn sie ausscheiden. Dann Kimpembe, Hernandez, Marquinhos, also auch in der Verteidigung. Da ist nicht so wenig Qualität. Dann Guimaraes, Kimmich und Kroos. 2 deutsche Legionäre dürfen auch nicht fehlen. Mit Merino, also ja, quasi auch das Beste vom Besten. Ne? Sanchez, Pereira, Cher-Ndur ist wahrscheinlich auch einer mit großem Potenzial. 1,90 groß, können wir auch mal beobachten. Natürlich, Xavi Simons darf dann auch nicht fehlen. Oder natürlich hier Warren, Zairi, Emery, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Okay, geht aber zu Manchester United mit Beginn der Transferphase, also wahrscheinlich dann im Sommer. Und vorne Bradley Barcola, auch sehr, sehr talentierter Mann. Asensio, ja, Elias Husni, auch, das sind so alles die Nachkömmlinge, die Nachfolger hier. Dembélé, natürlich Moani, der immer noch da ist. Mbappé mittlerweile mit einer 94. Boah, 200 Millionen an Wert, 320.000 Gehalt. Der wird leider nicht zu bezahlen sein. Noah Lemina, also sehr, sehr viel Qualität, sehr, sehr viel Klasse, die da auf uns zukommt. Aber wer gegen City bestehen kann,
der kann auch zweimal gegen PSG bestehen. Warum nicht? Jetzt spielen wir erstmal gegen Wolfsburg. Vorletztes Spiel in dem Jahr. Und dann hoffen wir, dass wir an den vorbeiziehen. Macht's gut und ciao.